Naja, die habe ich gekauft für 50 Mark damals, habe das Ding angefangen und habe dann festgestellt, dass es genau dasselbe Schrott ist. Und habe dann zwischendurch wirklich gedacht, hörst auf, machst nicht mehr weiter. Ich fahre so gerne mit dem Auto, ich fahre selten mit dem Auto und darum ist das für mich immer noch schön, nach so vielen Jahren da einzusteigen und loszufahren. Ja, ich finde das schön, halt, wenn die Leute gucken und das ist halt wirklich cool. Ich finde halt die Form halt wirklich schön, aber ich finde, der wird erst schön, wenn man ein bisschen was dran macht. So ganz original hat er noch nicht das, was, wenn man dann ein bisschen was dran verändert an dem Auto. Ich finde halt noch die ganz alten Formen schön, das Eckige, das Kantige. Es ist nicht halt wie heute, wo jedes Auto gleich aussieht. Der hat halt wirklich noch Ecken und Kanten, das finde ich halt so toll. Ich heiße Steve, ich komme aus Zeitz und fahre einen Corsa A GSI. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Mein Onkel hat einen A-Corsa gehabt und den fand ich eigentlich immer cool und wollte immer auch unbedingt so einen haben und habe natürlich dann irgendwann mir einen gekauft. Und bin aufs erste Opel-Treffen gefahren und wurde durch Bekannte angesprochen, ob ich nicht mitkommen möchte und bin da hingefahren. War total begeistert. Dort gab es auch meine ersten Tieferlegungsfedern, war ich ganz stolz drauf, wie es halt so war. Und ja, und so fing das dann halt an. Immer mehr umgebaut. Dann war das Auto natürlich irgendwann, hatte ich mal einen Unfall, war es kaputt und hatte damals gutes Geld dafür bekommen und habe gesagt, jetzt muss es ein GSI sein. Ja, und damals halt Opel-Zeitung aufgeschlagen, geguckt, das sieht gut aus, das ist ein Tiefer, neu lackiert, hingefahren, angeguckt, mitgenommen. Ja, damals klassisch 7 und 8x13, ATS drauf und Gewindefahrwerk, knochenhart. So war das halt und ja, bin halt meine ersten Treffen angefahren, immer mehr und immer mehr und dann haben wir gesagt, warum klingt die Motorraum, warum müssen die Kabel weg und ja, das dachte ich mir, das musste ja gar nicht haben, aber irgendwann kam halt das, immer mehr Zeitungen angeguckt und sieht eigentlich gut aus. Naja, und da habe ich dann natürlich irgendwann angefangen, das ganze Auto wollte ich umbauen, bin zum Bekannten gefahren, der Werkstatt und hat gesagt, da können wir nicht mehr machen, das Auto ist Schrott. Ich sage, wieso Schrott? Das ist alles durchgerostet, Längsträger, alles Rahmen gerissen und war natürlich sehr traurig darüber und musste dann wollte mir eine neue Karosse kaufen und naja, die habe ich gekauft für 50 Mark damals, habe das Ding angefangen und habe dann festgestellt, dass es genau dasselbe Schrott ist und habe dann zwischendurch wirklich gedacht, hörst auf, machst nicht mehr weiter. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe diverse Schrottplätze angerufen und bin dann Richtung Leipzig rausgekommen und hat gesagt, er hätte noch einen dastehen. Zwar ohne Fahrzeugbrief, aber von der alten Opa. Ja, und dann bin ich hingefahren und da dachte ich mir, das war wirklich top. Da war so hellblau Metallic und ja, das Ding habe ich für 100 € gekauft. Der hatte wirklich nur der Radläufe leicht Ansatzrost und das ist das, was jetzt hier steht. Und das war vor 25 Jahren. Ich habe damals einen Corsa gesehen, der hatte zugeschweißte Blinker. Und da habe ich gesagt, das finde ich eigentlich geil, weil dann wirkt er halt ein bisschen, also breiter auf jeden Fall, weil die Blinker halt weg sind.
Ja, und da habe ich dann die Kotflügel konnte ich übernehmen, habe aber dann gesehen, dass es dann doch nicht die richtige Basis dafür war, habe die nochmal neu gebaut und habe dann auch hinten die Radläufe gebürtelt und hinten sind 6 cm und vorne 3. Wir haben praktisch die Kotflügel vorne aufgeschnitten und Keile eingesetzt, Blechkeile und verbreitert, dass es noch relativ original vorne aussieht. Als zweites kam dann, die Griffe haben wir auf jeden Fall weggemacht. Ja, dann wurde die Heckklappe gecleant. Zum zweiten kam dann die Motorhaube, die wurde verlängert mit einem geraden bösen Blick. Weil ganz früher, wie es halt so früher war, hatte man den, der so schräg war. Ich habe gesagt, ich will mal was anderes machen, weil gerade wirklich, irgendwie wirkt er dann anders mit den zugeschweißten Blinkern. Fand ich ganz cool. Und dann wurden halt die Stoßstangen gecleant. Das fand ich immer ganz toll. Dass halt keine Sicken, keine Kanten, dass es alles eine schöne, cleane Optik ergibt. Die Spiegel sind selbst gecleant, also es sind keine Kappen mehr, das ist alles wie aus einem Guss. Ja, so wurde das damals eben alles gemacht. Der hat diverse Farbstufen durchlebt, von Blau, Messing Metallic, von Braun Metallic, von Candy Braun und seit 2013 steht jetzt in dem Lila, so wie hier da steht, im Candy Lila. Und da war halt 16:17 war halt nochmal, nee, das war falsch. Da war ich schon so weit im Jahr. Ich habe dann 2011 zu 13 nochmal gesagt, ich möchte das Auto jetzt nochmal komplett richtig umbauen, weil ich habe mir jahrelang die Zähne ausgebissen beim Opel-Treffen in Oschersleben, da mal irgendwie ganz weit vorne mitzuspielen. Weil irgendwie habe ich es nie geschafft, ich bin immer bis auf den 4. gekommen und dann war Schluss. Und da habe ich dann angefangen, den ganzen Motorraum umzubauen. Die Spritzwand rausgeschnitten, alles clean zu machen, die Dome gecleant, den Schlossträger. Ja, die Motorhaube ist von innen da noch gecleant worden und da hat mich damals ein guter Freund, der Mario zum Beispiel, der hat mich da drauf gebracht mit dem Faltdach, wie es denn mit dem Faltdach eigentlich wäre, weil original ein Glasdach drauf war und wir wollten schon die ganze Dachhaut wechseln und hat gesagt, wie wär's denn mit dem Faltdach? Da haben wir natürlich dann das Faltdach habe ich gekauft, muss natürlich das ganze Dach aufschneiden, schneidet die ganze Versteifung raus, wo man dann eigentlich denkt, wie soll das halten? Aber das wird dann mit sehr viel Schrauben und Unterlegscheiben, das sind so lange Stangen, wo das halt verschraubt und das hält. Und es ist auch elektrisch. Viele fragen mich, ob es vom Twingo ist oder das ist aber original Corsa A, gab es die mit elektrischem Faltdach. Und ich finde das eigentlich sehr geil, muss ich sagen. Ich fahre sehr viel offen damit. Natürlich auf der Autobahn, ab 100 wird es dann zu laut. Dann wird es halt zugemacht. Heckmäßig habe ich, die Heckklappe haben wir damals gecleant, komplett. Heute würde ich es glaube ich nicht mehr so machen, aber für die damalige Zeit war das halt in Ordnung. Dann kam der Heckspoiler vom Joy drauf, der ober am Dach ist, der Kantenspoiler. Und vor 2 Jahren kam dann halt hinten der Zenderspoiler noch drauf. Den einen gefällt es, den anderen nicht. Aber es ist halt wie es ist, es ist Geschmackssache, sage ich immer. Und ja, karosseriemäßig war ich eigentlich dann soweit durch. Bis dann auf dem Unterboden halt clean gemacht, in die Radkästen clean gemacht. Ja, es hat alles im Wagen vorbelackiert. Tankdeckel ist so ein Renntankdeckel, so ein DTM-Tankdeckel. Ja, habe ich halt lackiert, die Schrauben wieder reingemacht, sieht halt schöner aus. Also wenn die komplett silber sind, dann sticht mir das zu sehr raus. So fand ich halt die Optik schon ein bisschen schöner. Also zum Innenraum, das Armaturenbrett ist vom Corsa B. Das hat in der Breite, passt das 1:1, aber in der Tiefe überhaupt nicht, weil der Corsa B bekanntlich rund ist und eher eckig. Und da musste ich sehr, sehr viel wegschneiden, dass das überhaupt passt. Also ich glaube, das hat viele, viele Nachmittage gekostet, dass es überhaupt erstmal im Grund reingepasst hat. Und habe dann aber festgestellt, dass der Tacho nicht passt. Also das ganze Tacho-Gehäuse saß einfach zu weit links. Also wenn ich aufs Lenkrad geguckt habe, wäre der Tacho zu weit links gewesen, habe ich das dann alles umgebaut, dass es halbwegs mittig sitzt.
dass man sich das, also dass das passt von der Optik her. Ja, die Lüftung halt, die Lüftungselemente, die der Corsa B hat, die gibt es nicht mehr in der Mitte. Da ist halt vom Luftfahrwerk jetzt die Druckanzeige und die Bedienelemente. Ja, die Mittelkonsole, die ist noch original Corsa A GSI. Ja, und dann zum Sitzen, das sind originale GSI-Sitze. Die Sitzbank auch. Ist aber nicht die geteilte, es gab noch eine geteilte. Und wurde dann vom Sattler, ich wollte die umgebaut haben und der hat mir praktisch vom VW Derby die Kopfstützen aufgesetzt. Aufgepolstert, nochmal alles neu gemacht und hat ein bisschen was vom Porsche, hat mal jemand zu mir gesagt, von die vorderen Sitze. Käfig ist von Wischers. Früher waren Bügel nur drin und habe dann über einen Bekannten, der hat seinen Corsa geschlachtet, hat mir den Käfig angeboten für gutes Geld und habe ich den Käfig eingebaut. Weil, wo ich damals zur Vollabnahme war, hat der TÜV von mir schon den Käfig eingetragen. Und somit musste ich den ja eigentlich nicht wieder eintragen, habe dann bloß den Käfig eingebaut und fertig war es dann damit. Kofferraum ist komplett umgebaut. Das Kreuz hinten drin, das ist Eigenbau. Das hat mir damals ein Kumpel gebaut, noch über SMS-Verkehr, da gab es noch kein WhatsApp, den habe ich die Maßnummer durchgegeben. Der hat mir das geschweißt und es hat wirklich sehr gut gepasst. Darauf sitzt halt von Air Ride der Lufttank. Die Seitenteile sind auch original Corsa Seitenteile gewesen, habe die aber komplett umgeändert, ein bisschen aufgepolstert, mit GFK gemacht und halt mit Leder bezogen. Ein bisschen für die Optiker dann halt. Kofferraumklappe ist hinten noch mein ganz altes Überbleibsel von meinem ersten Umbau, noch schön mit eisernem Kreuz drin. Das sagen viele, Mensch, das hast du doch schon ewig, das habe ich wirklich, seitdem ich das Auto damals umgebaut habe, habe ich das hinten drin. Ich habe das auch nie geändert, warum auch immer. Das ist eben eigentlich, ist das so geblieben. Ja. Also motortechnisch ist es, ursprünglich war es zu der Karosse ein 1,3er Vergaser mit 60 PS. Den habe ich rausgehauen damals, was eigentlich blöd war, aber Vergaser. Habe dann den 1,6er GSI reingebaut mit 98 PS. Und den habe ich dann nochmal umgebaut, also eine andere Nockenwelle drin. Dann ein Fächerkrümmer wurde noch verbaut von Lexmaul. Und der hat praktisch keine Zahnriemenabdeckung mehr. Ich fahre praktisch ohne. Finde das halt für die Optik halt schöner als der Plaste Schrumpel da dran. Und wurde vieles weggecleant, also so Aktivkohlefilter, was man damals hatte, alles weg. Die ganzen Kabel versteckt, also umgelegt und ja, die Schläuche sind mit Leder bezogen, so wie der Innenraum mit dem braunen Leder. Der Luftfilter ist versteckt praktisch hinter dem Motor, der sitzt hinten an der Spritzwand dran. Ich fand das für die Optik halt schöner. Ich wollte den Motorraum nicht so voll haben. Batterie, die sitzt jetzt im Kofferraum. Ausgleichsbehälter, also Wischwasserbehälter, das gibt es gar nicht mehr, habe ich nicht. Ja, für die Kühlung ist so ein Custom-Kühlwasserbehälter reingekommen, so aus Alu. Der sitzt auf dem Rohr vom Ausgleichsbehälter, also vom Kühlwasser, schon draufgesetzt. Ich fand halt die Optik halt schöner, dass es alles ein bisschen kompakter ist und nicht so voll der Motorraum. Ich finde, das macht halt eine schönere Optik. Also voller Kabel und ja. Also wo ich den dann nochmal umgebaut habe, zu 2017 kam der Motor nochmal raus, habe ich dann praktisch den ganzen Motor lackiert, den Rumpf, das Getriebe. Und habe dann im gleichen Atemzug die ganzen, also alles was Metallteile sind, magnetische Teile, alles verchromt. Auch wirklich alles, eigentlich jede Schraube, Lichtmaschinenhalter, Anlasser, Lenkgetriebe. Und damals meine Freundin hat immer gesagt, sieht das überhaupt jemand? Aber ich habe gesagt, das ist halt fürs innere Ich. Ich sage, ich baue das nicht wieder alt ein. Dann wurden die Dämpfer verchromt. Vorne, hinten, Hinterachse ist verchromt. Ja, und dann war ich beim Sattler mit meinem Tank und habe gefragt, ob der mir den mit Leder beziehen könnte. Er hat mich erst mal mit Fragezeichen angeguckt, hat gefragt, ob es mein Ernst ist. Ich sage, ja, das ist mein Ernst. Er hat gesagt, das mache ich dir. Und hat das gemacht. Ich fand das halt
Wirklich geil, muss ich sagen. Also gerade zu dem Lilan, weil das halt der Innenraum braun ist, außen lila. Da habe ich gesagt, das muss ich das am Unterboden irgendwie mit den Leder nochmal machen und habe den Tank gemacht. Die Tankbänder habe ich verchromen lassen. Fand ich eigentlich von der Optik her wirklich sehr geil. Ja, auf den meisten Treffen oder 2017 war ich bei Tuning World Bodensee beim ETS. Und dann konnte ich halt die Räder abbauen, dann kann man das alles ein bisschen anders zeigen. Da habe ich halt Spiegel drunter gelegt und dass man das auch wirklich sieht. Wir waren halt schon wirklich beeindruckt mit dem Tank. Das haben sie jetzt auch so überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Fahrwerkstechnisch ist noch ein schönes altes Oldschool GHS Airride drin mit Kippschalter. Und wie gesagt, es wurde verchromt, ein bisschen verändert, dass es ein bisschen tiefer geht. Und bremsentechnisch habe ich vorne Astra F 16V drin, hinten ist Kadett 16V GSI drin, Scheibenbremse mit Bremsdruckminderung, muss ja ein bisschen den Bremsdruck wegbekommen von der Hinterachse. Und ja, felgentechnisch sind das eigentlich GTP, auf ein bisschen am Porsche angelehnt, als Zweiteiler-Optik mit dem Porsche-Emblem drin. Ursprünglich waren die schwarz, der Stern, habe die dann aber in so einen leichten Grau lackiert, so ein Perlgrau, fand ich optisch schöner, weil ich finde, schwarz macht die Felge dann ein bisschen kleiner und das wollte ich nicht. Und habe dann die ganzen Schrauben geändert in Roségold. Ja, finde eigentlich was Besseres hätte ich nicht machen können mit den Felgen von der Optik her. Weil ursprünglich waren ja vorher Mini-Felgen drauf, 18 Zoll. Und das war aber irgendwann war es zu groß, da war so wenig Gummi drauf, das war kein schönes Fahren. Das ist jetzt schon was ganz anderes. Zur Verglasung auf jeden Fall ist eine Bronze-Color-Verglasung drin. Ist eigentlich relativ selten. Die gab es damals wirklich nur in ganz wenigen Corsas drin. Und habe die zufällig auf dem Schrottplatz gefunden, weil ich Teile gesucht habe für meinen anderen Corsa. Und habe ich den stehen sehen und dachte, Mensch, die Scheiben sehen aber dunkel aus. Und bin drauf geklettert, weil da auf 3 Autos drauf stand. Und habe bloß dann gelesen, Bronze, da dachte ich mir, geil. Da bin ich gleich hin, habe gesagt, ich brauche die Scheiben. Habe dir natürlich nicht gesagt, was das ist, dass die so besonders sind. Da hätte mich glaube ich sonst abgezogen. Und habe die mir dort vor Ort gleich noch rausgeschnitten und reingebaut. Das ist halt übelst geil. Das sieht halt immer, wenn man ein gewisses Licht hat, wirkt das wirklich richtig braun in dem Auto. Ja. Das fand ich halt sehr geil. Ich würde es heute nicht mehr machen, heutzutage. Also wenn, ich überlege wirklich, ob ich das Auto nochmal umbaue. Viele Sachen soll es so lassen, aber das ist halt so der innere Schweinehund, der dann vielleicht sagt, baust du nochmal, baust du nicht. Aber erstmal muss das andere Projekt fertig werden. Vorher kann ich das andere nicht starten. Und dann würde ich es aber, glaube ich, mehr auf Vorfacelift umbauen. Also kein Spoiler mehr und Vorfacelift Armaturenbrett. Die Sitze würde ich lassen, aber so halt keinen bösen Blick mehr. So ein bisschen mehr so in die Oldschool-Schiene reinrutschen. Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei meiner Freundin, die wirklich immer ein offenes Ohr dafür hat, wenn ich irgendwas machen möchte, umbauen will und die mir da auch wirklich hilft, wenn ich Hilfe brauche. Dann auf jeden Fall bei meinem Kumpel Mario, der viele Ideen gebracht hat für das Auto. Dann beim Christoph, der motortechnisch immer für mich da war. Ja, und dann auf jeden Fall alle anderen, die ich vergessen habe. Das kommt vor. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like da zu lassen und einen Kommentar drunter zu setzen. Vielleicht kennt das Auto noch irgendjemand von diversen Veranstaltungen oder von früher. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank.
Sehr gut.